Hallo und herzlich willkommen auf dem Permakulturkanal. Es blüht und gedeiht alles und die ersten großen Ernten stehen an. Zum Beispiel der Baum hinter mir, der Mirabellenbaum, den beernten wir wirklich sehr, sehr lange. Nächste 2 Wochen werden wir zusammen einkochen und frisch verzehren. Die Gurkenernte wird auch nächste 2 Wochen uns begleiten und einige andere Kräuter und Kulturpflanzen tragen ganz prächtig. Also komm doch gerne mit. In der Mitte von Tomatenfeld steht Meerrettich und den würde ich dieses Jahr ganz gerne etwas mehr beernten aus Grün und trocknen. Ich habe gelesen, dass ja, die Blätter könnte man dann trocknen, klein schneiden und als Suppengrün verwenden. Das ist dieses Jahr wirklich erstmal ein Experiment. Ich werde tatsächlich so eine kleine Menge mir bevorraten. Und ja, schau mal. Das sind kleine Früchte und die Wicke, die ist sehr invasiv dieses Jahr. Es sind Freilandtomaten, die ja tatsächlich nicht so sehr von der Braunfäule dann befallen werden. Und beim letzten Mal habe ich die Melde beerntet und habe mich total gefreut, dass ich eine bunte Melde habe auf einmal. Nur, das ist nicht die bunte Melde, sondern Baumspinat. Letztes Jahr hat eine Gartennachbarin mir eine Pflanze geschenkt, so zum Experimentieren. Und der Baumspinat hat sich überall ausgesamt. Und diese Woche ist natürlich noch mehr da. Und ein paar anderen Ecken, die werde ich gleich beernten und auch dann sofort frisch verarbeiten und etwas trocknen. Der Baumspinat, so wie es klingt, der Baum wächst ziemlich groß. Ich habe noch mal nachgeschaut im Netz. Ja, wird bis zu 2 Meter groß und hat so prägnante rote Blätter in der Mitte. Wird dann im Laufe des Wachstums auch mal etwas grüner, aber die Mitte ist meistens so richtig schön, ja, rot-lila. Schmeckt genauso wie Melde, etwas mild im Geschmack und eigentlich unterscheidet sich nicht. Ich wüsste ganz gerne, was für ein Unterschied zwischen Melde und Baumspinat ist. Das habe ich noch nicht so rausgefunden, weil die Melde, wenn die in die Blüte geht, auch ziemlich groß wächst. Also letztes Jahr hatten wir eine Pflanze, die war durchaus auch 2,5 Meter groß. Das war zwar eine einzige, aber das war schon sehr beachtlich. Zwischen den Tomaten wächst die Pfefferminze. Die haben wir zwar ganz dick gemulcht und erstmal sah es nicht so aus, dass die da ist, aber jetzt haben wir auch eine kleine Ernte Pfefferminze da und zwischendurch auch die Melde. Auch durchaus größere Exemplare, die jetzt in die Blüte gehen. Und der Baumspinat. Die Schachtelhalme, die bevorrate ich dieses Jahr extrem, weil ich habe nachgelesen, dass das wohl sehr gut für den Haarwachstum und Nägelwachstum so ein Sud ist und nicht nur für die Menschen ist das ganz gut, sondern man kann auch ein Sud, eine Jauche daraus machen. Das mache ich auch zwischendurch. Begieße dann auch die Pflanzen. Das hält die Schädlinge ab. Diese Freilandtomaten, ja, sind groß, also die wachsen hoch und haben auch ganz, ganz viele Seitentriebe.
Ich glaube, letztes Jahr haben wir die gar nicht entfernt. Aber dieses Jahr würde ich eine Pflanze mir anschauen, so gerne bearbeiten. Was ist dann besser? Experimentiere ganz gerne. Wenn die Pflanzen sehr gut wachsen, da kann man auch eine vielleicht entbehren und sagen, ja okay, da habe ich vielleicht verkehrt experimentiert. Aber es könnte auch gelingen. Die erste Pflanze nehme ich nicht, weil die ziemlich klein geraten ist. Aber die nächste, die ist sehr groß. Und da kann man schauen. Genau. Ich entferne komplett die Seitentriebe und vielleicht die Blätter, die nicht so schön aussehen. In 2 Wochen kann man die Ergebnisse sehen. Was ist denn besser gewachsen? Ein, 2 Seitentriebe lasse ich tatsächlich noch dran, damit die Pflanze buschig wird. Und ich glaube, heute muss ich die Pflanzen anbinden. Für die Anbindung eignen sich sehr gut die Baumwollreste. Das ist tatsächlich ein altes Hemd gewesen. Das wird zu Streifen gerissen. Was gut ist, das wird irgendwann mal zum Ende des Sommers kompostiert. Und wenn die Pflanzen dann beerntet sind, dann werden auch die Schnüre da verbleiben. Die unteren Blätter entferne ich. Ja, diese Pflanze werde ich natürlich nicht ausgeizen, aber es treibt schon sehr, sehr viel Gras durch die Mulchschicht. Das Gras entferne ich jetzt und es wird an Ort und Stelle dann gleichzeitig kompostiert. Das ist ein großer Vorteil, wenn man keine Angst hat, das Gras austreiben lassen. Und das ist hier das Weizengras. Das könnte man jetzt auch in der Küche verarbeiten, aber wir haben jetzt so viel getrocknet und so viel gegessen von dem Weizengras. Das kann auch ruhig kompostiert werden. Ich versuche die Triebe so locker wie möglich anzubinden, weil die wachsen noch weiter. Und das ist mein Ergebnis. Je nachdem wie die Pflanze wächst, wird sie einfach weiter angebunden. Und die ersten Früchte hängen schon, die werden spätestens in 2 Wochen reif. Die sind nicht so groß, die Rispe ist schön kompakt. Neben den Tomaten steht mein Wein und dieses Jahr ist ein gutes Jahr für die Weintrauben. Die sind nicht besonders groß, aber süß und lecker. Das sind 2 Sorten. Da kann man an den Blättern das so ein bisschen beobachten. Die sind gezackt und ich glaube, die gezackten sind, das sind die hellen Trauben und die so breitblättrig sind. Die sind etwas dunkler. Die haben auch ganz gut getragen, glaube ich. Ja. Die Gurken haben braune Blätter bekommen. Das deutet auf irgendeinen Mangel. Wenn du das ganz genau weißt, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich bin etwas ratlos dieses Jahr, aber
Die Gurken sind eigentlich auch nicht mein Gebiet gewesen all die Jahre. Da hat sich meine Mama damit beschäftigt. Trotzdem tragen die ganz gut. Und ja, die ersten Gürkchen, die kleinen, könnte man jetzt ernten. Das mache ich auch. Die Gurke schmeckt lecker und überhaupt nicht bitter. Und ich glaube, bei den Gurken ist das so A und O, dass die so klein bleiben, für die Einmachgläser, nicht bitter schmecken und ganz viele davon natürlich wachsen. Es wachsen viele neue Bäume auf dem Grundstück und die lassen wir, je nachdem welcher Standort das ist, gewähren. Das ist zum Beispiel eine Walnuss und irgendwann mal, wenn unser Mirabellenbaum alt wird, ist die kleine Walnuss, ja wahrscheinlich werden das 20, 30 Jahre sein, soweit und wird hier stehen auf diesem Standort. Auf dem Nachbarsgrundstück wächst ein Walnussbaum und des Öfteren finden wir so kleine Triebe. Hier lassen wir den stehen. Im Gewächshaus reichen die Pflanzen mittlerweile bis zur Decke und die blühen auch sehr prächtig dieses Jahr. Die Früchte sind im Gegensatz zu Freilandtomaten etwas größer. Welche Sorte das ist, frag mich nicht. Wir haben zwei Sorten, einmal Freilandtomaten und einmal fürs Gewächshaus. Und ursprünglich waren das hybride Pflanzen, die wir gekauft haben, aber das ist auch schon 20 Jahre her. Die haben sich immer wieder weiter vermehrt und ausgesamt. Und ja, das ist eine große Freude, dass es auch dieses Jahr klappt. Man muss nur dranbleiben und auch wirklich beachten, so alle Feinheiten, die zu einer Anzucht gehören. Dieses Jahr haben wir hier auch im hinteren Bereich eine Gurke und die trägt auch ganz gut. Und sogar die Blätter, die sind gar nicht braun wie draußen. War das vielleicht ein sauer Regen oder Mangel? Auch diese Tomaten werden jetzt mit Baumwollschnüren angebunden und das passiert so nach und nach. Dann werden auch ziemlich locker. Experimentell habe ich noch ein Feld, eine Ecke im Garten, wo ich die Tomaten an den längeren Schnüren wachsen lasse. Und das klappt auch ziemlich gut. Ein weiteres Experiment in diesem Jahr und das hat sich der Bewässerung gewidmet. Ich weiß nicht, was nicht geklappt hat, aber eigentlich sollte man in eine Flasche oder ein größeres Gefäß eine Baumwollschnur reintunken und schon würde das irgendwie runterlaufen. Ja, reingetunkt haben wir die Schnur auf jeden Fall, aber runterlaufen tut es nicht. Und so muss ich die Tomaten jetzt manuell gießen. Es hat nicht geklappt. Falls du da eine Ahnung hast, warum das nicht geklappt hat, schreib mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, weil ich würde das gerne weiter versuchen, aber wenn es so eine Flaute ist,
So, die Sorte ist sehr ergiebig, nur man muss die tatsächlich rechtzeitig ernten. Ansonsten werden das Riesen-Oschis. Die werde ich zu Gemüseragout verarbeiten und schauen wir, wie viele Gläser dann letztendlich werden. Ein paar Gurken sind bereits schon da, aber fürs Einmachen reicht es nicht. So, die richtige Ernte fängt dann wahrscheinlich nächste Woche an, aber wir haben schon eine ganze Menge hier gefunden. So 2, 3 haben wir täglich, aber so ein großer Schwung wird dann kommen. Die Mirabellen sammeln wir auch, aber davon ist noch nicht genug zum Einmachen. Ja, willkommen in meine Küche. Und fürs Einkochen nehme ich mir eigentlich nicht die extra Zeit, sondern während ich Mittagessen koche, koche ich auch manche Sachen aus dem Garten einfach ein. Und anfangen würde ich ganz gerne mit einem leichten Gericht, ein Zucchini-Gericht zum Einkochen. Da benötigen wir 4 kleine Zwiebeln, eine Paprika, 3 Möhren und ein paar Tomaten, natürlich eine Zucchini. Und Zucchini haben wir zusammen bereits geerntet, also Zucchini haben wir im Garten frisch geerntet jetzt. Wofür dieses Rezept gut ist, man kann das als vielerlei verschiedene Variationen benutzen. Wenn du etwas mehr Zucchini reintust, dann hast du ein Zucchini-Ragout. Hast du etwas mehr Tomaten reingetan, hast du dann eine Tomatensauce für Pizza und Pasta. Und tatsächlich, je nachdem, welche Gemüsesorte dann etwas mehr geerntet wurde, mache ich mal mehr Tomaten rein, mal mehr Zucchini rein. Dieses Mal habe ich etwas weniger Tomaten, das fängt erst an, die Tomatenernte. Paprika haben wir auch noch gar nicht und die Möhren haben wir dieses Jahr gar keine eigene. Die Zwiebeln, die Tomaten und die Zucchinis, die sind aus dem Garten. Ja, zuerst kommen die Zwiebeln rein. Die 4 Zwiebeln werden glasig angeschwitzt und wir reiben in dieser Zeit jetzt die Möhren. Zu den Zwiebeln kommen 50 Milliliter Öl dazu und das reicht erstmal. Wenn du das Gefühl hast, die 50 Milliliter dann nicht reichen, kannst du auch ein bisschen noch was dazugeben. Aber erstmal müssen die langsam angeschwitzt werden. Die Möhrchen reiben wir zusammen. Die Möhren kommen jetzt auch rein. Die sind fein geraspelt. Während alles vor sich hin köchelt, muss ich sowieso in der Küche bleiben. Und da bietet sich an, etwas anderes vorzubereiten. Wir haben zusammen viele Äpfel geerntet. Da mache ich wieder Apfelmus und Apfelpektin und die schäle ich dann zwischendurch, die Äpfel. Also haben wir noch genug zu tun. Ich habe ungefähr 3 Schüssel Äpfel. Das werden insgesamt jetzt 5 Kilo Äpfel sein. Und ehrlich gesagt bin ich ziemlich glücklich, dass ich diese Methode gefunden habe, was man aus unreifen Äpfeln noch machen kann. Sonst wären die alle auf dem Kompost gelandet. Apfelpektin haben wir zusammen im letzten Video schon gekocht. Da waren allerdings nicht so viele Äpfel noch. Jetzt ist das eine ganze Menge, also gehe ich langsam in die Produktion rein. Ich muss zwischendurch aufpassen, dass mir die Möhren nicht anbrennen. Wenn man so 2 Sachen auf einmal macht, dann kann es durchaus passieren.
wäre ganz schade. Nach einer Weile kommt eine Paprika noch hinzu. Ich schneide die gewöhnlich in Streifen, aber man kann es auch in kleine Würfelchen schneiden. Und es wird zusammen noch weiter geköchelt. Als nächstes kommt so eine mittlere Zucchini. Die ist jetzt momentan noch nicht überreif. Und man kann dann Kerngehäuse durchaus mitkochen. Das mache ich auch. So in kleine Würfel schneide ich das Ganze. Geht auch ziemlich fix. Und gebe nach der Paprika mit einem halben Esslöffel Salz noch dazu und lasse ungefähr so 8 bis 10 Minuten köcheln. Zucchini-Würfel kommen rein, ein halber Esslöffel Salz, zum Schluss versuche ich immer noch mal ein bisschen nachzusalzen und probieren, aber erstmal reicht es auch. So, 10 Minuten köcheln und dann geht es weiter. Die erste Tour von den Äpfeln ist geputzt. 4 Liter passen in diesen Topf rein. Das reicht erstmal für heute. Ich mache das in kleinen Touren, immer wieder kleine Portionen einzukochen. 10 Minuten sind vorbei. Unser Ragout hat geköchelt und die Tomaten kommen zuletzt und ein Knoblauchzeh. Jetzt lassen wir 10 Minuten noch stehen und hier sind die Äpfel drin. Das ist etwas zu voll geworden, aber das köchelt jetzt auch langsam. Lass das auch runterstufen. Das sind auch nicht mehr als 10 Minuten und dann kann man das absieben und getrennt kochen. Zum Absieben nehme ich ein Gemüsenetz. Ja, sonst liegt er nur rum und wird nur zum Einkaufen benutzt, aber jetzt beim Einkochen kann er auch zum Einsatz kommen. Das Wasser wird jetzt abgegossen. Attention. Und dann wird die Flüssigkeit nochmal so circa 10 bis 15 Minuten separat gekocht und man kann dann wirklich sehen, wie die dickflüssig wird. Man kann so zur Probe einen Löffel sich abschöpfen und schauen, wie dickflüssig es geworden ist. Ja, und der Rest wird mit Zucker zu einem Apfelmus abgekocht. Ich denke mal, es sind 2 Liter hier drin. Ja, 2 Liter, vielleicht 1,5 Liter Apfelpektin werden es sein. Die Soße benutzen wir auf 4 verschiedene Arten. Einmal für Pastasauce als Gemüseragout. Mit einem Ei drin kannst du das auch so als Gemüseragout vegetarisch haben und als Fleischsoße natürlich, so wenn ich Hühnchen anbraten würde und dann
auch diese Tomatensauce dazu mitkochen. Das ist dann eine Hühnchenragout mit Zucchini-Tomatensauce. Und der Apfelpektin köchelt langsam. Das muss ich noch abfüllen. Dann bin ich fertig für heute. Das ist erstmal alles, was ich diese Woche zeigen wollte. Ich wünsche dir viel Spaß bei der Ernte, viel Ausdauer und tolle, erholsame Tage. Und möchtest du meine Experimente weiter mitverfolgen? Dann abonniere gerne den Kanal. Für heute verabschiede ich mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Ach, übrigens Daumen nach oben kannst du mir auch geben.